Hallo Freunde, danke für die vielen Vorschläge zum Vergleich der beiden E-Bike-Motoren Bafang BBS-HD und CVC Photon. Im ersten Vergleichsvideo haben wir bereits die Lautstärke der beiden Motoren verglichen. Wir haben es hier oben nochmal verlinkt. In diesem Video werden wir uns weitere Punkte eurer Vorschläge ansehen. Kommen wir nun zum ersten Punkt: Design und Abmessungen. Hier haben wir den Bafang BBS-HD in 1000 Watt und hier haben wir den CVC Photon. Wie ihr sehen könnt, herrscht bei beiden schon ein Größenunterschied. Wenn man sich das hier ansieht, hier wäre der Controller verbaut beim CVC, hier ist der Controller verbaut beim Bafang und man kann sehen, dass allein dieser Teil schon ein Größenunterschied herrscht. Auch hier, wenn man sich das Ganze mal ansieht, man kann recht gut sehen, dass der CVC Photon im Vergleich zum BBS-HD schon ein Stück kleiner und kompakter ist. Vorteil natürlich bei einem kompakteren Motor: man erhält bei der Montage, wenn der Motor montiert ist, mehr Bodenfreiheit. Und wie man auch sehen kann, hinter dem Kettenblatt, hier ist das Getriebe des Photons verbaut und auch dieses, wenn man es mit diesem Antrieb hier vergleicht, auch wesentlich kompakter, was natürlich auch bei der Kettenblattauswahl und bei der Kettenlinie von Vorteil ist. Die genauen Maße der jeweiligen Motoren findet ihr in den Datenblättern in der jeweiligen Artikelbeschreibung. Kommen wir nun zum Gewicht. Der Bafang BBS-HD wiegt ungefähr 6 Kilogramm. Der Photon hingegen nur knapp 3 Kilogramm. Beide Gewichtsangaben beziehen sich auf den Motor inklusive Controller, ohne Kettenblatt, ohne Kurbeln und so weiter. Somit haben wir einen Unterschied von knapp 3 Kilogramm. Kommen wir nun zu den Versionsbreiten. Mit welchem Fahrrad-Tretlagerbreiten sind diese Motoren kompatibel? Sowohl der BBS-HD als auch der Photon-Motor sind für BSA-Innenlager mit 68 bis 120 mm Breite geeignet. Die Motoren werden mit einer entsprechenden längeren Achse, vor allem beim Bafang, hier wird der Motor in der entsprechenden Achse schon ausgeliefert. Das bedeutet, wollt ihr den Motor später mal tauschen in ein breiteres Tretlager, müsste man hier das komplette Motorgehäuse tauschen, denn, wie man sehen kann, die Breite und das Gewinde hier, das ist in einem Stück. Beim Photon hingegen, dieser wird mit verschiedenen Achsen, oder dieser ist mit verschiedenen Achsen erhältlich und kommt dann mit verschiedenen Hülsen. Wenn man sich das jetzt hier ansieht, hier, das waren jetzt zum Beispiel die beiden Hülsen für breiteres Tretlager, kleineres Tretlager, und hier braucht man dann jeweils eine andere Achse. Hier kann man sehen, eine Achse ist länger als die andere. Zudem sind für beide Motoren BB92, also Pressfit Adapter, erhältlich. Dieser Adapter kommt mit dem BBS-HD oder ist für den BBS-HD geeignet. Wie man sehen kann, wir gleichen hier den Unterschied des Durchmessers im Tretlager gleichen wir aus. Und hier haben wir nochmal eine Verzahnung, damit der Motor dann dementsprechend befestigt werden kann. Beim Photon ist es ein wenig anders. Hier bekommt ihr sozusagen zwei Lagerschalen, die dann auch wieder den Durchmesser oder den Unterschied des Durchmessers im Tretlagergehäuse ausgleichen. Kommen wir nun zu den Anschlüssen. Die Anschlüsse kommen bei beiden Motoren direkt aus dem Controller. Der Bafang-Controller bzw. beim Bafang-Controller gibt es zwei Ausführungen, einmal mit und einmal ohne zusätzliche Anschlüsse.
Hier haben wir eine Version mit zusätzlichen Anschlüssen. Das bedeutet, wir haben hier einmal einen Anschluss, Anderson-Stecker für den Akku, einmal den Anschluss für den Hauptkabelbaum, einmal der Anschluss für den Geschwindigkeitssensor und zudem ein Lichtanschluss für 3 Watt Lichter und einen Anschluss für einen Schaltsensor. Diese beiden sind bei der Version ohne zusätzlichen Anschlüsse nicht enthalten. Mit diesen beiden meinen wir Anschluss für den Schaltsensor und einmal den Lichtanschluss. Beim Photon Controller, dieser wird übrigens als XB6 bezeichnet, kommt mit 3 Anschlüssen ab Werk. Einmal den Akkuanschluss, wohingegen ein Vorteil gegenüber des BBSADs herrscht, denn dieser wird schon mit einem XT90 Stecker versehen ausgeliefert. Dann haben wir einmal den Anschluss für den Hauptkabelbaum und einmal den Anschluss für den Geschwindigkeitssensor. Lichtanschluss, so wie beim Bafang BBSAD, ist beim Photon keiner enthalten. Jedoch der Schaltsensor, welcher ja auch beim Photon nicht enthalten ist, dieser kann beim Photon über den Hauptkabelbaum angeschlossen werden. Und wenn wir uns nochmal den Akkustecker ansehen, einmal Anderson und hier haben wir einmal XT90. Kommen wir nun zum Thema Kurbelversatz bzw. Q-Faktor. Der Q-Faktor ist der Abstand zwischen der Außenseite des einen und des anderen Kurbelarms, seitlich durch die Mittellinie des Drehlagers gemessen. Genauer, der Q-Faktor ist ein Maß für die Standbreite, die der Schrittbreite beim Gehen ähnelt. Beim Bafang beträgt dieser Q-Faktor, hier haben wir einen Kurbelarm, den zweiten Kurbelarm. Beim Bafang beträgt der Q-Faktor der Q-Faktor ist genau dieses Maß, beträgt zwischen 210 und 250 mm. Wohingegen der Q-Faktor beim Photon zwischen 200 und 230 mm besteht. Zweimal. Das wäre genau dieses Maß hier. So. Kommen wir nun zu den Kettenblattgrößen. Da der BBSAD-Motor schon seit Jahren am Markt ist, gibt es natürlich auch Kettenblätter von verschiedenen Herstellern bzw. Drittherstellern, wie zum Beispiel Lekey oder Luna. Somit reicht die Bandbreite des Bafang-Motors zwischen 28 Zähnen und 52 Zähnen. Hier und hier nochmal zur Verdeutlichung die Lekey Kettenblätter. Hier nochmal das Original-Kettenblatt in 46 und ein Aluminium-Kettenblatt in 40 T. Und der Photon kommt momentan mit den Kettenblättern 34, 38 und 50. Somit deckt der Photon eigentlich die wichtigste Bandbreite im Übersetzungsverhältnis ab. Und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass wenn sich der Motor am Markt etabliert, dass auch von Drittherstellern oder auch von CVC selber noch weitere Kettenblätteroptionen folgen werden. So. Kommen wir nun zu den Displays. Bezüglich den genauen Videos der Displays, diese findet ihr oben verlinkt. Am Werk wird der BBSAD-Motor mit einem Display, dem DPC18, ausgeliefert. Viele von euch kennen es wahrscheinlich schon. Wobei beim CVC der Motor schon ab Werk mit 2 Displays bzw. mit 3 Displays zur Auswahl zur Verfügung steht. Hier haben wir einmal das Display SW102, sieht ähnlich aus wie der Eckrider, und einmal das Display DS103, hat auch eine Ähnlichkeit zum DPC18 Display. Wie beim vorherigen Punkt kommt natürlich hier beim Bafang BBS HD auch der Umstand zugute, dass er schon länger am Markt ist.
Dadurch gibt es natürlich einige Displays von Drittherstellern, wie zum Beispiel von APT mit dem 750C Display oder das APT 500C Display und natürlich zu guter Letzt den Eckrider V2 von Eckrider. Und man muss sagen, beim CYC decken die beiden erhältlichen Displays schon mal die besten Grundbedürfnisse oder die nötigsten Grundbedürfnisse ab. Wir haben hier ein kleines übersichtliches Display für jemanden, der es schlanker haben möchte, und ein größeres Farbdisplay, der mehr Übersicht haben möchte, oder für denjenigen, der mehr Übersicht haben möchte. Kommen wir nun zum Thema Fahrmodus bzw. Fahrprofile. Als Fahrmodus bzw. Fahrprofil wird eine Motoreinstellung mit allen möglichen Daten, wie zum Beispiel Leistung, Geschwindigkeit, Ansprechverhalten usw. bezeichnet. Diese Einstellungen werden immer am Controller vorgenommen. Wobei beim CYC Photon Motor können diese Einstellungen zweimal unterschiedlich am Controller hinterlegt werden. Und diese können dann sozusagen am Display gewechselt werden. Somit sind zwei Fahrmodi bezeichnet als Race oder Street Modus vorhanden. Beim BBS-HD-Motor hingegen lassen sich die Einstellungen nur einmal speichern, womit also nur ein Fahrprofil zur Verfügung steht. Jedoch gibt es hierbei ein Workaround mit dem Eckrider. Denn durch den Eckrider ist es allerdings möglich, beide Fahrprofile am Display zu erstellen, beziehungsweise werden beide Fahrprofile am Display erstellt und gespeichert. Und beim Wechseln des Fahrprofils werden die entsprechenden Einstellungen vom Display auf den Controller gespeichert. Beim Photon Motor ist zudem eine Smartphone-App zum Einstellen der gewünschten Parameter vorhanden. Beim BAFA Motor ist es nur über die App eines Drittherstellers möglich, beziehungsweise über die App des Eckriders möglich. Ansonsten bleibt nur die Programmierung per Laptop und Programmierkabel übrig. Kommen wir nun zum Thema Motordaten. Beim Photon haben wir einmal 36 bis 52 Volt Nennspannung und die Nennleistung beträgt 750 Watt, sowie der maximale Drehmoment bei der Kurbel liegt bei 110 Newtonmeter. Das Gewicht haben wir vorhin schon angesprochen, liegt bei ca. 3 Kilogramm. Und die Ansteuerung zur Unterstützung findet beim CYC Photon über eine Drehmomentsteuerung statt. Und natürlich die Fahrmodi, wie schon erwähnt, Street- und Race-Modus sind ab Werk erhältlich. Beim BBS-HD beträgt die Nennspannung zwischen 48 und 52 Volt und die Nennleistung liegt bei ca. 1000 Watt. Der maximale Drehmoment bei der Kurbel liegt bei 160 Newtonmeter und das Gewicht eben bei 6 Kilogramm, ca. 6 Kilogramm. Und die Ansteuerung findet hierbei nicht über eine Drehmomentsteuerung statt, sondern sie findet über eine Kadenzsteuerung statt. Das heißt über die Kurbelbewegung. Jedoch sagt die Nennleistung noch nichts über die Maximalleistung aus. Diese werden wir aber in einem separaten Video vergleichen. Kommen wir nochmal zum Thema Ansteuerung. Drehmoment bedeutet, dass der Motor hierbei aufgrund der Kraftausübung auf das Pedal unterstützt wird. Das heißt, je mehr Druck, umso mehr Motorunterstützung findet statt, wenn das auch so konfiguriert wurde. Das ist zum Beispiel sehr praktisch beim Bergauf-Anfahren, da hierbei kein Gashebel benötigt wird, um einen zusätzlichen Schub zu generieren. Diese Ansteuerung ist heutzutage bei den meisten Serien-E-Bikes am Markt schon vorhanden. Bei der Kadenzsteuerung unterstützt der Motor aufgrund der Kurbelbewegung. Das heißt, sobald der Motor eine Kurbelbewegung registriert, meist nach einer Viertelumdrehung, unterstützt der Motor mit der Leistung in der entsprechend gewählten oder im entsprechend gewählten Assist-Level. Das waren jetzt schon die ersten von euch gewünschten Punkte. Kommen wir nun zu einem kurzen Fazit. Was spricht für den Photon-Motor? Einerseits die Drehmomentsteuerung, dann die kleinere, kompaktere Bauart, das sehr geringe Gewicht. Wir haben hier zwei Fahrmodi ab Werk schon zur Verfügung und
der Motor ist auch mit 36 Volt Akkus verwendbar. Und zudem kommt ab Werk schon eine Smartphone-App. Beim BBS-HD ist der Vorteil, er ist zum einen preislich günstiger und er hat mehr Leistung sowie mehr Drehmoment. Was natürlich auch für den Motor spricht, ist seine Robustheit. Denn der Motor hat sich schon sehr lange am Markt bewährt, was natürlich auch für die Qualität spricht. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass der CVSC Photon im Vergleich zum BBS HD kleiner und leichter ist, was eine höhere Bodenfreiheit und gegebenenfalls eine einfachere Montage ermöglicht. Beide Motoren sind für die gleichen Tretlagerbreiten geeignet und haben ähnliche Anschlüsse. Der Bafang-Motor bietet eine größere Auswahl an Kettenblattgrößen und Displays von Drittherstellern, wohingegen der CVSC Photon-Motor ab Werk mit zwei verschiedenen Displays kommt und dies ist natürlich auch mit 36 Volt Akkus verwendbar. Letztendlich hängt die Wahl von den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen ab. Wer viel Wert auf eine Kadenzsteuerung legt und dem das größere Gewicht egal ist und mehr Drehmoment braucht, der ist vermutlich beim BBS HD von Bafang genau richtig. Wem aber ein natürlicheres Fahrerlebnis durch die Drehmomentsteuerung, ein optisch kleiner Motor mit moderner Smartphone-App wichtig ist, der sollte allerdings zum brandneuen CVSC Photon greifen. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Lasst wie immer ein Like da, abonniert den Kanal und es folgen noch weitere Vergleichsvideos zu den Motoren.